Die erste Corona-Woche im Februar fing am Donnerstag, den 4. Februar an, mit der Ankunft des Reisexpresses. Wie üblich schafften die Sklaven ihre schwere Last in kurzer Zeit in das Lager und stapelten sie dort. Und am Freitag rückten die Eierlieferanten an, um die Arbeit tausender Hühner bei uns abzuladen. Am Samstag waren die Reis- und Eiercrews wieder schwer im Einsatz. Business as usual, also nichts Neues. Nur die Menge der Lebensmittel war mal wieder gewachsen. Aber das gehört inzwischen ja auch fast zur Routine. Palit und Tangma fehlten, also mussten die Erwachsenen sehen, wie sie alleine zurechtkamen. Auch der Sonntag begann mit der üblichen Routine. Nach den Erfahrungen der vergangenen Woche hatten die Behörden den Weckruf generell auf das erste Tageslicht verlegt. Und so wurde es dann auch gemacht. Wie gewohnt war die Menge der Wartenden gewaltig und kaum überschaubar. Und wie immer überraschte die Geduld, mit der man die langweilige Prozedur über sich ergehen ließ.
Für die kleinsten der Bedürftigen gab es natürlich auch wieder etwas, um die Wartezeit zu verkürzen. Leider fällt Thangma heute aus, sie lag mit einer Erkältung im Bett und das im heißen Thailand. Wer mit dem Registrieren fertig war, wurde nach vorne geschickt, wo sich die Menge ständig vergrößerte. Die mobilen Straßenverkäufer versuchen auch wieder ein paar Pfennige einzunehmen, während die Coroneros die Ausgabe bestücken und die Wartenden auf das Signal zum Start hoffen. Dann kommt die Corona-Maschinerie in Gang und es wechseln Nahrungsmittelrationen ohne Ende die Besitzer. Während die Empfänger sich für eine weitere Woche versorgt auf den Heimweg machen, fließt der Nachschub von hinten auf die Ausgabetische. Rambo Palit ist natürlich wieder dabei. Heute muss er für 2 schuften, weil die arme Thangma ja mit Fieber im Bett liegt. Die Mehrarbeit macht ihm nichts aus, aber Thangmas Gesellschaft vermisst er schon sehr. Hin und wieder baut er einen kleinen Unfall, aber wenn man als Kampfnamen Rambo trägt, dann lässt einen so etwas ziemlich kalt.
Während Rambo im hinteren Bereich schuftet, arbeiten sich die Coroneros an der Front ab und die Warteschlange schiebt sich an der Ausgabe vorbei. Als es sich dem Ende nähert und die Ausgabetische sich leeren, kommt eine Fischverkäuferin der Seezigeuner mit ihrem Moped-Verkaufsstand vorbei. Fachkundig prüfen Prop und Palit die Ware und Prop kauft für alle Helfer frischen Fisch. Die freuen sich über die kleine Überraschung sehr, denn die meisten von ihnen sind ja momentan auch arbeitslos. Und dann wird es langsam Zeit, den Wagen für die Immobilen zu beladen und die Rationen auszuliefern. Die Kräuterfrau, die während der ganzen Woche kaum etwas verkauft hat, kommt selbst vorbei und holt sich ihre Ration ab. Der Mann der wegen eines Schlaganfalls gelähmten Frau kann selbst kaum laufen. Er muss sich aber um seine Frau kümmern, sie säubern, pflegen und füttern, so gut er eben kann, denn die beiden sind alleine und niemand kümmert sich um sie.
Neu dabei ist ein schwer krebskranker Familienvater mit Frau, 4 kleinen Kindern und halbwüchsiger Tochter und 3 Verwandten, die mit ihnen in ihrer kleinen Hütte zusammen hausen. Alle sind, wie gerade üblich, ohne Arbeit. Die wohnen weit im Norden Phukets und wir können sie nicht jede Woche beliefern. Also haben wir ihnen eine Monatsration gebracht und dem Vater Geld für seine Chemo gegeben, sonst müsste er die abbrechen und das wäre tödlich für ihn.